Was ist das Komische? Bisherige Theorien des Komischen beschreiben Momente, die komisch sein können, aber nicht müssen. Überlegenheit, Erleichterung oder Inkongruenz. Was aber ist nur dem Komischen eigen? Was ist die Differentia Specifica komischen Handelns? Wenn wir an die Anfänge des abendländischen Theaters denken, an das antike Griechenland mit Autoren wie Sophokles oder Aristophanes, so haben wir es mit zwei strikt getrennten Formen des Dramas zu tun, mit der Komödie und der Tragödie. Bei den antiken Festspielen zu Ehren des Gottes Dionysos, den sogenannten Dionysien, waren diese beiden Gattungen streng unterschieden und wurden sogar an verschiedenen Tagen aufgeführt. Daher ist es überraschend, dass im grundlegenden Werk zur Poesie, der Poetik des Aristoteles, zwar zahlreiche wesentliche Merkmale der Tragödie bestimmt werden, jedoch nur wenige der Komödie. Seit Aristoteles lautet das Masternarrativ tragischen Handelns, dass dem tragischen Helden unverschuldet Leid widerfährt. Unverschuldet deshalb, weil das Leid sonst als Strafe aufgefasst wird. Damit ist die spezifische Beschaffenheit, die Differentia Specifica der Tragödie bestimmt, also jenes Merkmal, das eine Figur zur tragischen Figur macht. So erleben wir das Schicksal des Ödipus als tragisch, weil er den Vater tötet und die Mutter heiratet, ohne zu wissen, wer sie sind. Damit widerfährt ihm genau jenes Leid, das ihm vom Orakel von Delphi prophezeit wurde und dem er zu entgehen versuchte. Das aristotelische Masternarrativ enthält also die Anweisung, wie eine Figur handeln muss, damit sie uns tragisch erscheint. Die tragische Beschaffenheit einer Figur besteht in deren besonderen Verhältnis zu jenen Umständen der Handlung, durch die ihr schuldlos Leid widerfährt. Diesen Umständen ist sie mehr oder weniger schicksalhaft ausgeliefert. Das macht sie tragisch. Obwohl dieses Masternarrativ im 19. und 20. Jahrhundert vor allem durch Hegel und Brecht neue Impulse erfuhr, gilt es bis heute. Was die spezifische Beschaffenheit der Komödie angeht, fehlt es an einem vergleichbaren Narrativ. Das fordert natürlich die Legendenbildung heraus. So wird vermutet, Aristoteles habe einen zweiten Band seiner Poetik zur Komödie verfasst und dieser sei verschollen. Doch gesicherte Beweise für die Existenz eines weiteren Bandes gibt es nicht. In Umberto Ecos Roman Der Name der Rose taucht dieses legendäre Buch, dieser zweite Band, in einem mittelalterlichen Kloster auf und wird Gegenstand eines Kriminalfalls. In der Realität gelang es allerdings nicht, eine spezifische Beschaffenheit, eine Differentia Specifica der Komödie, geschweige denn komischen Handelns im Allgemeinen, zu bestimmen. Zwar gibt es verschiedene Konventionen, die wir mit einer Komödie verbinden, wie zum Beispiel das Happy End, aber auch eine Tragödie kann glücklich enden, weshalb das Happy End kein strukturelles Merkmal der Komödie ist. Denn als strukturell erachten wir ein Gattungsmerkmal nur, wenn es ausschließlich für diese eine Gattung gilt. So wie ja auch das aristotelische Tragödiennarrativ ausschließlich für die Tragödie gilt. Wenn wir ferner in Betracht ziehen, dass es zahlreiche Spielarten komischen Handelns gibt, wie etwa Witze, Ironie, Parodie usw., dann stellen komisches Handeln im Allgemeinen und die Komödie im Besonderen derart komplexe Anforderungen an ein theoretisches Verständnis, dass das Komische inzwischen von der überwiegenden Mehrheit der literaturwissenschaftlichen und philosophischen Community als ein womöglich dezidiert nicht theoretischer Gegenstand aufgefasst wird. Dabei blieb allerdings ein keineswegs neuer Ansatz unbeachtet. Ein Ansatz, der uns ins Zeitalter der Aufklärung zurückführt. Bis in die Aufklärung wurde das Bühnengeschehen durch die sogenannte Ständeklausel beherrscht, wonach in der Tragödie nur Figuren göttlicher oder adliger Abstammung auftreten durften, wohingegen die Komödie der Volksbelustigung diente, weshalb ihr Personal von niederem Stand zu sein hatte. Mit dem wachsenden Einfluss des Bürgertums waren derart standesbedingte Restriktionen immer schwerer zu rechtfertigen. Warum sollten Theaterstücke und ihr Personal nicht sowohl komisch als auch tragisch sein? Schließlich sind es das wirkliche Leben und seine Menschen auch.
Der Philosoph und Literaturwissenschaftler Georg Lukács sprach Mitte der 1950er Jahre deshalb vom bürgerlichen Theater als einem Theater, das in der Mitte zwischen Tragödie und Komödie steht. Als quasi prototypisches Muster der neuen tragikomischen Gattung waren 1757 Diderots Fils naturel, der natürliche Sohn, und 1758 sein Père de famille, der Hausvater, erschienen. Zwei als rührende Lustspiele untertitelte Dramen. Beiden Stücken war kein großer Erfolg beschieden, was vor allem daran gelegen haben durfte, dass sie salopp gesagt weder besonders rührend noch besonders lustig sind. Ihr besonderer Charme verdankt sich vor allem Diderots Mut zum literarischen Experiment. Indem er beide Stücke um theoretische Überlegungen zur Dramaturgie der neuen Gattung ergänzte, wurde die programmatische Ausrichtung der neuen Bühne erstmals ästhetisch zur Anwendung gebracht. Einer der bedeutendsten Dichter der Aufklärung, Gotthold Ephraim Lessing, übersetzte die beiden Stücke ins Deutsche und publizierte sie 1760 unter dem Titel Das Theater des Herrn Diderot, bevor er um 1763 mit der Arbeit an seiner eigenen ernsten Komödie Minne von Barnhelm begann. Das Stück wurde 1767 überaus erfolgreich in Hamburg am neu gegründeten Nationaltheater uraufgeführt, dessen künstlerischer Leiter Lessing inzwischen war. Mit seiner Minne war Lessing in der Praxis eine idealtypische Tragikomödie gelungen, in der tragische und komische Elemente in einem geradezu undurchdringlichen Netz verknüpft sind. Es dürfte dem Erfolg dieses Stückes geschuldet sein, dass er bereits wenige Wochen nach dessen Uraufführung in seiner hamburgischen Dramaturgie der Frage nachging, wie sich die Verbindung von Tragik und Komik theoretisch verstehen lässt. Im 88. Stück der hamburgischen Dramaturgie erwähnt Lessing ein bereits von Diderot beschriebenes Muster der Komödie. Danach besitzt die Komödie die Tendenz, ihre Figuren zu typisieren, wohingegen die Tragödie sie tendenziell individualisiert. In Lessings Übersetzung heißt es bei Diderot: Der Held einer Tragödie ist der und der Mensch. Es ist Regulus oder Brutus oder Cato und sonst kein anderer. Die vornehmste Person einer Komödie hingegen muss eine große Anzahl von Menschen vorstellen. Lessing sieht Diderots Beobachtung gerade darin bestätigt, dass sowohl Protagonisten als auch Titel von Komödien häufig sprechende Namen tragen. Eine Komödie heißt beispielsweise Der Geizige oder Der Misanthrop oder Der große Diktator, und auch der Clown ist zunächst ein bestimmter Typ und kein Individuum. Demgegenüber sind Tragödien häufig nach Eigennamen benannt. Sie heißen Othello oder Richard III., womit bereits der Titel nahelegt, dass es im Stück um ein Individuum dieses Namens geht und um keinen typischen Vertreter irgendeiner Art. Dann allerdings kritisiert Lessing seinen französischen Kollegen. Dieser habe seine Assertion ohne allen Beweis gelassen, er muss sie für eine Wahrheit angesehen haben, die kein Mensch in Zweifel ziehen werde noch könne, die man nur denken dürfe, um ihren Grund zugleich mitzudenken. In der Tat hatte sich Diderot, statt die Beobachtung zu begründen, lediglich auf den englischen Horazforscher Richard Hurt berufen. In seinem Buch über die unterschiedlichen Arten des Dramas hatte Hurt von den General Characters der Komödie und den Particular Characters der Tragödie gesprochen. Doch eine Begründung, woher diese Tendenz rührt, findet sich auch bei Hurt nicht. Es war also weniger Diderots Beobachtung als solche, die Lessing anzweifelte, sondern dass Diderot es sich einfach machte, wenn er in der Tendenz der Komödie, ihre Charaktere zu typisieren, eine gattungsspezifische Konvention sieht, ohne sich zu fragen, wie es dazu kommt. Indem Lessing auf dieses Versäumnis aufmerksam macht, zieht er erstmals Strukturmerkmale als Ursache für diese Tendenzen in Betracht. Wobei sich im Fall der Tragödie die Antwort bereits aus dem aristotelischen Tragödiennarrativ ergibt. Wenn Tragik mit unverschuldetem Leid einhergeht, und auch wenn dieses durch ganz und gar unpersönliche Umstände ausgelöst wird, haben wir es doch immer mit persönlichem Leid zu tun. Es ist also das Persönliche am Leid, wodurch die Tragödie ihre Charaktere individualisiert. Ganz so einfach ist die Erklärung für die Typisierungstendenz der Komödie nicht.
Lessing verwickelt sich beim Versuch, die Frage nach dem Grund für die Typisierungstendenz von Komik zu klären, zunehmend in Widersprüche, bis er am Ende des 95. Stücks erfolglos mit den wohl bekanntesten Worten seiner hamburgischen Dramaturgie aufgibt. Er wolle hier nichts weiter als Fermenta cognitionis, Gärstoffe der Erkenntnis streuen. Dabei hatte er bereits im 51. Stück skizziert, wie es zur Typisierung komischer Charaktere kommt. Da dies jedoch in einem völlig anderen Zusammenhang geschah, hatte er seine Überlegung entweder wieder vergessen oder deren Tragweite nicht erkannt. In jenem 51. Stück war er der Frage nachgegangen, wann von einem Schauspiel gesagt werden kann, es sei ein Plagiat. Dazu, so Lessing, müsse man zunächst einmal untersuchen, ob es sich beim fraglichen Stück um eine Komödie oder um eine Tragödie handelt. Bei einer Komödie sei die Ähnlichkeit der Charaktere ausschlaggebend. Demgegenüber komme es in der Tragödie auf die Ähnlichkeit der Umstände an. Erst wenn sich die Charaktere ähnlich sind, könne man bei einer Komödie von einem Plagiat sprechen. Denn in der Komödie seien die Charaktere das Hauptwerk. Die Umstände, in denen sie sich befinden, seien hingegen nur die Mittel, die Figuren ins Spiel zu bringen. In der Tragödie sei es genau umgekehrt. Hier würde die Tragik der Charaktere vor allem aus den Situationen hervorgehen. Lessing beschließt seine Untersuchung mit den folgenden Worten: Ähnliche Situationen geben also ähnliche Tragödien, aber nicht ähnliche Komödien. Hingegen geben ähnliche Charaktere ähnliche Komödien, anstatt dass sie in der Tragödie fast gar nicht in Erwägung kommen. Damit zieht er den Umkehrschluss aus einer Überlegung des Aristoteles. Der hatte im 6. Kapitel seiner Poetik geschrieben, ohne Handlung könne keine Tragödie zustande kommen, wohl aber ohne Charaktere. Aristoteles schreibt: Denn die Tragödie ist nicht Nachahmung von Menschen, sondern von Handlung und von Lebenswirklichkeit. Ferner könnte ohne Handlung keine Tragödie zustande kommen, wohl aber ohne Charaktere. Das Fundament und gewissermaßen die Seele der Tragödie ist also der Mythos. An zweiter Stelle stehen die Charaktere. Die Tragödie ist Nachahmung von Handlung und hauptsächlich durch diese auch Nachahmung von Handelnden. Was genau verstehen Aristoteles und Lessing unter einer Tragödie ohne Charaktere bzw. unter einer Komödie ohne Handlung? Sie können damit ja nicht gemeint haben, dass in Tragödien keine Personen auftreten oder sie in Komödien nicht handeln. Mit Tragödien ohne Charaktere kann nur gemeint sein, dass die spezifische Beschaffenheit tragischer Bühnenfiguren, ihre Tragik, aus der Handlung und deren Umständen hervorgeht und nicht in den Figuren selbst begründet ist. Wenn Lessing im Umkehrschluss folgert, bei der Komödie komme es nicht auf die Handlung, sondern auf die Charaktere an, dann kann das analog nur bedeuten, dass das Komische der Komödie in den Figuren selbst begründet ist und nicht aus den Umständen hervorgeht. Damit bringt Lessing erstmals das besondere Verhältnis von Figur und Handlung als spezifische Beschaffenheit bzw. als Strukturmerkmal von Komödie und Tragödie ins Spiel. Es handelt sich um eine spezifische Beschaffenheit, da sie anders als das Happy End oder andere dramatische Konventionen nicht zugleich auf komische und tragische Figuren zutreffen kann. Ein bestimmtes Charaktermerkmal kann nicht zugleich aus Umständen und aus dem Eigensinn einer Figur hervorgehen. Beides schließt sich gegenseitig aus und ist keine mehr oder weniger oberflächliche Gattungskonvention. Schauen wir uns also genauer an, was diese Unterscheidung für das Verhältnis komischer und tragischer Bühnenfiguren bedeutet. Odysseus etwa ist listig, weil er sich durch die Umstände in Gestalt von Sirenen, Zyklopen, Freiern etc. dazu gezwungen sieht. Er wäre sonst schnell tot. Da sich Odysseus durch die abenteuerlichen Gefahren seiner Reise immer wieder gerade als listiger Charakter herausgefordert sieht, tendiert sein Handeln der Struktur nach zur Tragik und dies, obwohl er auf überaus erfolgreiche Weise listig ist. Demgegenüber wäre der komische Odysseus gerade auch dort immer wieder listig, wo es die Umstände nicht erfordern. Er wäre aus Prinzip listig. Ein komischer Odysseus wäre auch listig, wo seine List durch nichts und niemanden veranlasst ist, außer durch ihn selbst.
So zeigt sich der Geizige aus Molières gleichnamiger Komödie gerade auch dann von seiner geizigen Seite, wenn niemand sein Geld will. Und Shakespeares widerspenstiges Kätzchen erweist sich auf umso komischere Weise als widerspenstig, je weniger Interesse Petruchio an ihr zeigt. Auch Clowns drehen und wenden ausgerechnet banale Gegenstände so lange, bis das Hindernis in ihnen zum Vorschein kommt. Es ist kein Zufall, dass sich der komische Geiz gerade nicht gegen die Gier der anderen richtet und Kätzchens komische Widerspenstigkeit sich nicht an den Zudringlichkeiten Petruchios entzündet und sich die Ungeschicklichkeit des Clowns auch nicht in dessen Umgang mit besonders komplizierten Gegenständen zeigt. Da in all diesen Fällen ihr Geiz, ihre Widerspenstigkeit, ihre Ungeschicklichkeit durch Umstände herausgefordert wäre und wir es damit mit strukturell tragischen Handlungen zu tun hätten. Eben weil das komischer Charaktere im Wesentlichen nicht aus Umständen hervorgeht, sondern im Charakter selbst begründet ist, sind sie in einer ganz besonderen Weise eigensinnig. Doch kann Eigensinn noch kein Strukturmerkmal komischen Handelns sein. Wie jeder andere Charakterzug kann auch Eigensinn tragisch, komisch oder tragikomisch sein. Darüber sagt ein Charaktermerkmal als solches nichts aus. So sprechen wir etwa von einem eigensinnigen Kind und meinen ein trotziges Kind. Oder wir nennen einen Wissenschaftler eigensinnig und meinen damit die Originalität seiner Gedanken. Außerhalb des Kontextes ganz bestimmter Umstände würden wir ihr Handeln nicht als eigensinnig, sondern als unsinnig oder willkürlich interpretieren. Erst indem sich das Kind bestimmten Anweisungen seiner Eltern widersetzt und der Wissenschaftler die vorherrschenden Denkmuster seines Fachs über den Haufen wirft, verstehen wir ihr Handeln nicht als willkürlich, sondern als trotzig oder originell und damit als Eigensinn. Wegen dieser starken Abhängigkeit vom Kontext ganz bestimmter Umstände besitzt Eigensinn, wie jeder andere Charakterzug auch, im Allgemeinen eine tragische Struktur. Denn sämtliche menschlichen Charakterzüge lassen sich in der Regel erst aus dem Kontext ganz bestimmter Umstände verstehen und gehen insoweit aus diesen hervor. Hier nun sind wir bei der eigentlichen Problematik strukturell komischen Handelns angelangt. In Anlehnung an Lessings Beobachtung aus dem 51. Stück, wonach die Komödie zwar ohne Handlung, nicht aber ohne Charaktere auskommt, stellt jeder strukturell komische Charakterzug und jede komische Handlung, eben weil Umstände weitgehend bedeutungslos sind, eine Behauptung dieses Charakters dar. Das wiederum hat mit der eigentümlichen Funktionsweise von Behauptungen zu tun, wie wir sie aus der Linguistik und Sprachtheorie kennen, wo es die Behauptung zu einiger Bekanntheit gebracht hat. Danach zeichnet sich eine Behauptung vor allem dadurch aus, dass wer sie aufstellt, einen gewissen Geltungsanspruch mit ihr verbindet. Eine Behauptung erhebt zwar nicht den Anspruch, unbedingt wahr zu sein, doch wer sie aufstellt, erklärt damit stillschweigend, dass er Argumente hat, mit denen er sie untermauern könnte. In diesem Sinne können nicht nur Sprachhandlungen Behauptungen sein. So lässt sich das Scheitern des Clowns an einem banalen Gegenstand zum Beispiel als Behauptung verstehen, es handle sich in Wahrheit um ein komplexes Hindernis und damit auch als behauptete Ungeschicklichkeit. Da wir hier auf der Suche nach einem Strukturmerkmal komischen Handelns sind, also nach einem Merkmal, das für alle komischen Handlungen gilt, stellt sich die Frage, ob es etwas gibt, das allen komischen Handlungen gemeinsam ist, und zwar ausschließlich ihnen. Wenn wir Lessings Umkehrschluss aus der Poetik des Aristoteles ernst nehmen, dann ist das eben jene Behauptung aller komischen Figuren, Umständen gegenüber souverän zu sein. Das ist der gute Grund, den komisch Handelnde in Aussicht stellen. In Aussicht gestellt ist dieser Grund jedoch nur, wo er sich weder realisiert, noch der Handelnde an dessen Realisierung gescheitert ist. Denn sobald sich die Souveränität des komisch Handelnden realisiert oder er an deren Realisierung scheitert, haben wir es nicht mehr mit einer Behauptung zu tun, sondern mit einer mehr oder weniger wahren oder unwahren Feststellung. Demgegenüber ist die komische Behauptung zwar insofern immer wahr, als sie eine echte Handlung ist. Das heißt, wer seine Souveränität behauptet, führt Veränderungen in der Welt herbei. Zugleich ist sie unwahr, weil der Gegenstand, auf den sich die Handlung bezieht, immer nur behauptet ist.
weil die Veränderbarkeit der Welt im und durch den Handelnden gesetzt ist und es sie ohne sein Handeln nicht gibt. In allen komischen Handlungen überlagern sich also Wahrheit und Unwahrheit, womit sich Komik in der Grauzone kontingenten Handelns bewegt. Wobei Kontingenz hier nicht im Sinne von zufälligem Handeln zu verstehen ist. Denn während Zufall gerade keinen Grund besitzt und uns deshalb in der Regel absurd erscheint, tritt der komisch Handelnde, indem er seine Souveränität Umständen gegenüber behauptet, als Demiurg, als Schöpfer dieser Umstände auf und insofern als deren Ursache oder Grund. Ganz anders verhält es sich bei der Tragik. Da sie ohne Charaktere auskommt, nicht jedoch ohne Handlung, kann ihr Leid nur aus Umständen hervorgehen. Damit ist jede Tragik so wahr oder unwahr, so wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, wie es die Umstände sind, aus denen ihr Leid hervorgeht. Weshalb Tragik niemals eine Behauptung sein kann, sondern stets den Charakter einer Feststellung besitzt. Wenn Charlie Chaplin in Goldrausch einen Schuh verspeist, dann ist das zunächst einmal eine strukturell tragische Handlung, da er sich wegen seines Hungers dazu genötigt sieht. Zugleich behauptet er durch die Art und Weise, wie er den Schuh verspeist, es handle sich in Wirklichkeit um ein köstliches Mahl. Er filetiert das Oberleder von der Sohle, wickelt die Schnürsenkel wie Spaghetti auf und schiebt sie sich häppchenweise in den Mund. Dabei lässt die Filmsequenz offen, ob er weiß, was er tut. Würde er seinen Schuh in einer Art und Weise verzehren, die darauf schließen lässt, dass er weiß, was er tut, oder es nicht weiß, dann hätten wir es nicht mehr mit einer Behauptung, sondern mit einer strukturell tragischen Feststellung zu tun. Wir würden dann etwa annehmen, er tue nur so, als schmecke ihm der Schuh, oder es handle sich um eine Art Hungerhalluzination. Erst indem Chaplin pantomimisch behauptet, der Schuh sei ein köstliches Mahl, und wir die Behauptung als solche akzeptieren, stellt seine Figur in Aussicht, dass es sich bei dem Schuh doch immerhin um ein köstliches Mahl handeln könnte. Nur solange wir die Pantomime Chaplins in diesem Sinne als Behauptung akzeptieren, erweist sich sein Handeln von der Last der Umstände weitgehend befreit und er stellt mit der Kontingenz seines Handelns einen Grund in Aussicht, weshalb uns sein Handeln nicht wirr oder unsinnig erscheint, sondern verständlich und hoffnungsvoll. Wir haben es bei komischen Handlungen also stets mit einem kommunikativen Akt zu tun. Demgegenüber kann Tragik einfach über uns hereinbrechen. Es bedarf dazu noch nicht mal einer Handlung. Da es den komischen Gegenstand gerade nur deshalb gibt, weil er behauptet wird, macht es in der Regel einen ganz gravierenden Unterschied, ob wir über komische Handlungen sprechen oder schreiben oder ob wir komisch handeln, sprechen oder schreiben. Vereinfacht gesagt, lässt sich Komik nur durch komisches Handeln vermitteln. Sobald wir einen Witz oder eine andere komische Handlung paraphrasieren, schließen wir in der Regel das Komische daran aus oder mindern es doch ganz erheblich. Offenbar ist das Komische derart stark an die Form behaupteter Souveränität gebunden, dass es ohne sie nicht existiert. Auch ist die behauptete Souveränität komisch Handelnder gegenüber der Macht von Umständen in derart beispielloserweise radikal und uneingeschränkt, wie wir das von keiner anderen Art menschlichen Handelns kennen. Hegel spricht genau deshalb von der ungefesselten Selbstbestimmtheit und Freiheit des komischen Subjekts und schreibt in seiner Ästhetik: Der allgemeine Boden für die Komödie ist daher eine Welt, in welcher sich der Mensch als Subjekt zum vollständigen Meister all dessen gemacht hat, was ihm sonst als der wesentliche Gehalt seines Wissens und Vollbringens gilt. Eine Welt, deren Zwecke sich deshalb durch ihre eigene Wesenlosigkeit zerstören. Womit wir bei einem ganz entscheidenden Kriterium komischen Handelns angelangt sind. Denn von behaupteter Souveränität im hier verstandenen Sinne kann nur die Rede sein, solange kein schwerer Schaden droht. Ohne ein gewisses Charisma der Indolenz ist komisches Handeln nicht denkbar. Sobald wir mit dem Eintritt eines schweren Schadens rechnen oder rechnen müssen, haben wir es mit einer strukturell tragischen und nicht mehr mit einer strukturell komischen Handlung zu tun. Denn bereits wo durch eine Handlung schwerer Schaden droht, ist das der Grund, den sie in Aussicht stellt. Dieser Grund hat sich in der Gefahr bereits realisiert und kann deshalb nicht mehr behauptet sein. Das gilt umso mehr, wo ein solcher Schaden tatsächlich eintritt.
Im 5. Kapitel seiner Poetik schreibt Aristoteles: Das Lächerliche ist nämlich ein mit Hässlichkeit verbundener Fehler, der indes keinen Schmerz und kein Verderben verursacht, wie auch die lächerliche Maske hässlich und verzerrt ist, jedoch ohne den Ausdruck von Schmerz. Mit anderen Worten, es können auch Schmerz und Verderben komisch sein, jedoch nur, wo wir darin eine Behauptung und keinen unmittelbaren Ausdruck von Schmerz sehen. Erst die in der komischen Handlung enthaltene Behauptung von Souveränität gegenüber Umständen in Verbindung mit dem Charisma der Indolenz erzeugt jenen kommunikativen Schwebezustand, der uns hoffnungsvoll und nicht willkürlich erscheint. Offenbar bereitet uns die Identifikation mit derart Handelnden Freude, was vor allem damit zu tun haben dürfte, dass sich kein anderes Handeln derart explizit und radikal vom Gewicht der Umstände und ihren Beschränkungen zu befreien vermag, wie komisches Handeln das tut. Das bedeutet aber auch, dass Komik keine Botschaft transportiert, sondern selbst die Botschaft ist. Weil sich im Grunde jeder Charakterzug behaupten lässt, kann prinzipiell jeder Charakterzug komisch sein. Ungeachtet der besonderen Charaktereigenschaft oder besonderen Handlung, um die es im Einzelnen geht, macht die komische Figur aus jedem Geiz behaupteten Geiz, aus jeder Widerspenstigkeit behauptete Widerspenstigkeit, aus jeder Ungeschicklichkeit behauptete Ungeschicklichkeit und so weiter. Eben weil komisches Handeln gerade darin besteht, dass eine besondere Eigenschaft behauptet wird, entfaltet sich im Übrigen auch jene sogenannte Spiel-im-Spiel-Struktur, die nach ganz vorherrschender Meinung jedem komischen Handeln mehr oder weniger akzentuiert innewohnt. In der Realität behauptet der Schauspieler zum Beispiel, Molières Geiziger zu sein, indem er dessen Rolle spielt. Und im Theaterstück behauptet die Figur des Geizigen die Existenz der Gefahr, seines Geldes beraubt zu werden und behauptet dadurch, geizig sein zu müssen. Der Schauspieler, der eine komische Rolle spielt, behauptet also immer, ein Behauptender zu sein. Diese der Komödie inhärente Behauptung erklärt nicht nur die Tendenz der Komödie zum Spiel im Spiel, sondern auch die von Hurd, Diderot und Lessing beobachtete Tendenz zur Typisierung komischer Charaktere. Da es keine Umstände gibt, aus denen die komische Eigenschaft hervorgeht, liegt es gewissermaßen im Wesen jeder behaupteten Charaktereigenschaft selbst, auf eine allgemeine Idee dieser Eigenschaft zu rekurrieren. Das heißt auf das Typische oder Prinzipielle an dieser Eigenschaft. Chaplins Pantomime rekurriert auf die typische Weise, wie man zum Beispiel ein Huhn essen würde. Gerade deshalb, weil ihn die konkreten Umstände nicht mit einem realen Huhn konfrontieren. Daher neigt er zum allgemeinen Typus oder anders gesagt zur karikierten Form eines Essenden. Mit Tragik verhält es sich umgekehrt. So allgemein und unpersönlich die Umstände auch sein mögen, ist das durch sie hervorgerufene Leid immer persönlich. So kommt es zur Merkwürdigkeit, dass ausgerechnet komische Charaktere, obwohl sie doch frei wie sonst niemand anderes handeln, zur Typisierung neigen. Wohingegen Tragik in ihrem Leid individualisiert, auch wenn dieses Leid aus ganz und gar unpersönlichen Umständen, unfreien Umständen hervorgeht. Zusammenfassend lässt sich sagen, wer komisch handelt, behauptet damit stets seine Souveränität gegenüber Umständen in Verbindung mit einem besonderen Charisma der Indolenz. Damit besitzen wir zum einen ein universelles Kriterium, ein analytisches Instrument, mit dessen Hilfe sich komisches von tragischem Handeln unterscheiden lässt. Zum anderen können wir mit der Beantwortung der Frage, wer mit welchem Handeln welche Art von Souveränität behauptet, bestimmen, was an einer Handlung komisch ist. Kurz, wir haben es bei unserer Formel, wer komisch handelt, behauptet damit stets seine Souveränität gegenüber Umständen mit einer Differentia Specifica komischen Handelns zu tun. Mit einem besonderen Merkmal, das einen strukturellen Unterschied zwischen komischem und tragischem Handeln beschreibt und zugleich eine Verbindung zwischen der einzelnen komischen Handlung mit unserer Vorstellung allgemein menschlichen Handelns herstellt. Das ist neu.